Bitte begrüßen Sie mit mir Raul Krauthausen. Ja, Mensch, Improvisation ist alles, würde ich sagen. Erstmal vielen Dank für die Einladung nach Bielefeld. Ehrlich gesagt, ich bin als Berliner, kenne ich Bielefeld vor allem als Bahnhof, aber immerhin weiß ich, dass es Bielefeld gibt. Und ich bin aber auch schon öfter in Bielefeld gewesen, weil ich hier Freunde habe. Und weil ich mich auch in den letzten Jahren, 10 Jahre inzwischen, nicht länger, also ich bin jetzt auch, sagen wir mal, nicht so weise und erfahren und wissenschaftlich vertraut wie wahrscheinlich andere Anwesende hier mit dem Thema Inklusion, Integration in Deutschland. Also wenn Sie Experten wissen wollen, dann empfehle ich Sie wahrscheinlich eher die Leute, die hier lehren, zu kontaktieren. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, dann sind Sie wahrscheinlich jetzt genau richtig. Bielefeld gibt es ja auch Bethel, wir haben es ja auch gerade schon gehört. Man kann auch Betelfeld sagen, glaube ich. Ich überlege die ganze Zeit, so seit ungefähr 10 Jahren, wie ich mit diesem Thema Inklusion, Menschen mit Behinderung unterwegs bin. Jetzt kann man sich fragen, hä, aber du bist doch nicht plötzlich behindert geworden? So schnell schrumpft keiner. Das heißt, ich bin ja mit meiner Behinderung auf die Welt gekommen. Warum eigentlich erst so spät? Und da wir über das Thema Partizipation sprechen, ist es das verdammte Recht eines jeden Menschen mit Behinderung, sich mit den Themen zu beschäftigen, die ihn interessieren. Und das war nicht zwangsläufig meine Behinderung. Ich wusste schon immer, ich bin klein, ich wusste schon immer, ich kann nicht laufen und ich wusste schon immer, ich brauche einen Rollstuhl. Meine Interessen waren dann, es muss ein geiler Rollstuhl sein. Eine Behinderung habe ich dann irgendwann definiert eher als Lifestyle, ja, also unfreiwillig gewählt, irgendwie, aber trotzdem will ich ja meinen Lifestyle, und zwar so angenehm wie möglich. Wenn man sich jetzt also mal anguckt, was gibt es denn für Reha-Produkte für Menschen mit Behinderung, so Hilfsmittel nennt man das ja dann, die haben ja auch eine Hilfsmittelnummer und die werden dann von der Krankenkasse bezahlt, die sehen alle scheiße aus. Sind Sie mal mit dem Treppenlift gefahren? Für ein Stockwerk braucht man ungefähr eine halbe Stunde. Da überlegt man sich zweimal, ob man dieses Stockwerk hoch will oder nicht. Ich hatte Kinderrollstühle, natürlich, aufgrund meiner Körpergröße, und die hatten dann alle so witzige Namen wie Buddy, Dino. Der Vorgänger von dem hier hieß Squirrel, also das Eichhörnchen. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn man 35 ist, mit einem Squirrel durch die Gegend zu fahren. Und dann auch, ehrlich gesagt, das merkt man natürlich nicht sofort, weil da steht ja nicht drauf, oder nicht so groß drauf zumindest, wird mir nicht angesprochen, aber Leute, die einen dann besser kennen, die sagen ja, hey, du fährst ja ein Squirrel, ist ja peinlich. Ja, genau. Genau das ist es nämlich. Das heißt, Menschen mit Behinderung werden nicht nur mit diesen ganzen Klassikern diskriminiert, wie Treppenstufen, fehlende Untertitel, fehlende Gebärdensprache und so weiter, sondern wir werden auch irgendwie nicht wirklich als potente Kunden gesehen. Oder als Leute gesehen, die genauso ein Recht auf Ästhetik, auf Funktion, auf Schönheit haben. Und ständig ist es irgendwie so, sei froh, dass du überhaupt was hast. So eine Mentalität gibt es halt oft. Und dann sehen barrierefreie Wohnungen aus wie ein Krankenhaus. Muss man einfach knallhart so sagen. Und dann sehen auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wie ein Krankenhaus aus. Und dann gibt es dort auch ganz automatisch, weil es ja praktisch ist, satt und sauber, krankenhausartige Strukturen. Ganz oft. Wenn dann ein Mensch mit Behinderung sagt, ich möchte gerne alleine leben, selbstbestimmt mit Assistenz, dann wird es plötzlich ein Problem. Und dann verhindern die bürokratischen Prozesse das, dann verhindert die CDU das mit dem neuen Teilhabegesetz, dann verhindert die SPD das, die die Ministerin stellt. Und das Ganze wird einfach extrem unangenehm, sobald man sich anfängt, politisch zu engagieren. Wir reden hier die ganze Zeit von Partizipation, das ist ein wichtiges Thema, gar keine Frage.
Was ich aber in diesem gesamten Diskurs immer vermisse, außer bei dieser Veranstaltung, muss ich ausklammern, was ich bei diesem Diskurs um Partizipation die ganze Zeit vermisse, ist eigentlich der Fakt, dass behinderte Menschen sich bereits überproportional engagieren. Und zwar für ihre eigenen Belange. Sie haben keine Vorstellung davon, wenn sie keine Behinderung haben, wie umständlich es ist für Faraj oder für mich, morgens aufzustehen. Was das bedeutet, ich erspare Ihnen die Details. Aber das ist garantiert nicht aufstehen, Hose an, raus. Denn da gibt es noch viele andere Prozesse dazwischen, sowas wie die morgendliche Angst, hat mein Assistent seinen Schlüssel dabei, um in meine Wohnung zu kommen. Die alltägliche Angst hat er vielleicht verpennt oder sie. Oder ist er krank, bekommt er plötzlich ein Kind. Urlaubsvertretung für die eigene Assistenz zu organisieren, Elternzeitvertretung. Das sind alles Dinge, die Sie als nicht behinderte Menschen gar nicht haben. Gehörlose Menschen zahlen Rundfunkbeitrag, wie alle anderen Menschen auch. Aber das Fernsehen ist nicht untertitelt. Jedenfalls nicht 100%. Und trotzdem zahlen Sie aber den Rundfunkbeitrag. Die bezahlen fürs Radio. Ihr merkt den Witz. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass behinderte Menschen sich bereits überproportional engagieren. Das heißt, das Problem ist nicht Partizipation. Das Problem ist nicht unbedingt, dass, sagen wir mal, Sie jetzt aus irgendeinem Dornröschenschlaf aufgeweckt werden müssen, damit Sie partizipieren können, sondern das Problem ist der Zugang. Das Problem ist der Zugang zu Strukturen, zu Medien. Das Problem ist der Zugang zu Germany's Next Topmodel. Das Problem ist der Zugang zu Deutschland sucht den Superstar, zu GZSZ, zum Mainstream. Und nicht zu irgendeinem Integrationszirkus, wenn ich es jetzt mal so böse sage. Ich bin für Integrationszirkusse, die sind wichtig, weil sie auch tolle neue Formate entwickeln, weil sie auch tolle Begegnungen ermöglichen und so, aber wir dürfen gar nicht aufhören. Wir müssen den Mainstream erobern. Wir müssen Menschen mit Behinderung in die Lage versetzen, auch hier Physik studieren zu können. Wir müssen Menschen mit Behinderung in die Lage versetzen können, auch Lokführerinnen zu werden. Wir haben einen Bahnhof. Und dass wir out of the box denken, dass wir aufhören, und dafür steht auf meiner Visitenkarte Aktivist und nicht Vorstand und auch nicht Pädagoge oder so, sondern wir müssen anfangen, an den Mainstream zu erobern, an den Zäunen zu rütteln, wie Gerhard Schröder damals, und zu sagen, ich will da rein. Kostet es, was es wolle. Inklusion bedeutet nämlich auch alles für alle, bis alles alle ist. Das bedeutet nicht, dass ich später Astronaut werden kann. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, dass jeder Mensch mit Behinderung Astronaut werden muss. Aber es geht darum, dass jeder Mensch, der eine Behinderung hat, jeder Mensch, der einen Migrationshintergrund hat, jeder Mensch, der nicht bei der Bundeswehr war, jeder Mensch, der eine andere Sexualpräferenz hat, die Chancen bekommen sollte, auszuprobieren, ob der Beruf des Astronauten der richtige ist. Und natürlich wähle ich ganz bewusst diese extremen Metaphern, weil wir out of the box denken müssen. Natürlich ist uns inzwischen klar, dass Menschen mit Behinderung auch so ein bisschen integrativ bei der Deutschen Post im Lager arbeiten dürfen, aber eben nicht im Vorstand. Es ist uns klar, dass die Deutsche Post ihre Behindertenquote erfüllt mit über 6%, aber die sitzen alle im Lager und nicht in der Presseabteilung. Wenn wir über Partizipation sprechen, dann brauchen wir auch Menschen wie Herrn Remmo, der unterrichtet als Mensch mit Behinderung, mit Migrationserfahrung. Wir haben ja sogar noch das spannende Thema der Intersektionalität. Wir glauben, und die Politiker, ohne jetzt hier bestimmte Leute anzugucken, wir glauben, dass die Politiker glauben oft, dass Inklusion, das ist so eine Sau, die treibt man gerade so durchs Dorf und dann hat man so die Checkliste und dann kann man die am Ende abhaken. Und dann gibt es wieder Wahlprogramm.
Und das ist ja nicht so dran. Aber Inklusion ist kein Ziel, das man in der Checkliste abhakt, sondern der Prozess der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Der schließt uns alle mit ein. Der schließt mich als Mensch mit Behinderung insofern mit ein, dass ich lernen muss, dass es da draußen immer noch, keine Ahnung, 79 Millionen Menschen gibt in Deutschland, die unsicher sind in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Das muss ich lernen. Das muss ich akzeptieren und das muss ich bewältigen und ich muss vielleicht mit einer gewissen Offenheit oder Toleranz diesen Unwissen noch gegenübertreten. Das müssten Frauen in diesem Land aber auch gegenüber Männern, die immer noch sich wundern, dass Frauen rückwärts einparken können. Das ist nervig und das ist verdammt nervig, aber es ist leider Realität. Und ich verstehe jeden Feministen, jede Feministin, der das einfach bis zum, aus dem Hals kommt. Und natürlich haben wir auch keinen Bock mehr drauf. Aber das ist letztendlich unsere Verantwortung, dass wir immer und immer und immer wieder das Gleiche sagen. Und damit ist es natürlich mit so Preisen nicht getan. Das ist Komfort, das ist super cozy hier, nett, wir lachen alle, wir klatschen, wir finden uns toll. Aber sobald es Probleme gibt, dann wird ganz schnell wieder selektiert. Und ich möchte gerne mal 2 Probleme nennen, die ich in meinem Alltag erlebt habe. Ich rede so lange weiter, bis 2 Probleme nennen, war gut. 2 Probleme nennen, die ich erlebt habe. Und dann etwas, danke, Positives vielleicht am Ende. Ja, positiv kommt auch. Aber wir müssen ja Tacheles reden. Danke. Dafür wurde ich eingeladen. Ja. Wir werden es vielleicht mitbekommen haben, letztes Jahr gab es 2 große Gesetzesinitiativen der Bundesregierung. Einmal das Behindertengleichstellungsgesetz, das regeln sollte, dass Gebäude barrierefrei und Dienstleistungen barrierefrei zugänglich sein sollten. Das Gesetz wurde dann so weit zusammengestrichen, dass es sich nur um öffentliche Gebäude handelt. Das bedeutet Rathäuser, Unis, Schulen und so weiter. Wer von Ihnen kauft seine Brötchen im Bürgeramt? Wer von Ihnen geht mit seinen Freunden im Rathaus ins Kino? 90% unseres Alltags findet in privaten Gebäuden statt. Und die sind nach wie vor in Deutschland nicht verpflichtet, barrierefrei zu werden. Und das hat unsere Regierung versammelt. Muss ich ganz klar sagen. Problem 1. Problem 2, das zweite Gesetz, das letztes Jahr verabschiedet wurde, ist das Bundesteilhabegesetz. Sie werden es mitbekommen haben. Da ging es darum, dass man versuchen wollte, Menschen mit Behinderung aus dem sogenannten Sozialhilfegesetz herauszulösen, wenn sie Unterstützung im Alltag benötigen, und in ein eigenes Gesetz zu überführen, damit letztendlich diese ganzen Regeln, die Sozialhilfeempfänger in diesem Land haben, nicht auch automatisch auf behinderte Menschen, die vielleicht arbeiten gehen, zutreffen. Ihres Ziel, behinderte Menschen wurden massiv beteiligt an der Entwicklung des Gesetzes, und im letzten Jahr stellte sich immer mehr heraus, dass das ganze Gesetz eigentlich doch gar nicht so gut ist, wie sich das entwickelt für die Regierung, weil es teurer werden würde. Und dann hat man einen sogenannten Kostenvorbehalt gemacht, Mehrkostenvorbehalt, der dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja, ist alles schön, solange es nicht mehr kostet. Das heißt, man hat eigentlich nur Geld von A nach B verschoben. Und ein großes Problem, das man mit dem neuen Teilhabegesetz, das es jetzt praktisch gibt, nach wie vor massiv in Deutschland hat, ist, dass behinderte Menschen wie Faraj und ich nach wie vor vom Sozialamt ins Behindertenheim gezwungen werden können. Jeder Politiker, der das, sagen wir mal, in seiner Partei mit verantwortet, direkt oder indirekt, der wird es so erstmal verneinen. Weil da sitzt dann kein Sachbearbeiter im Sozialamt, der sagt, du musst jetzt ins Heim. Das funktioniert viel subtiler. Und zwar ist es so, dass ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, ich habe 12 Stunden Assistenz am Tag. Jetzt kann man sich denken, wofür brauchst du 12 Stunden Assistenz? Naja, ich brauche halt morgens jemanden, der mir dabei hilft aufzustehen, damit ich zur Arbeit gehen kann. Ich habe 12 Angestellte, ich schaffe Arbeitsplätze, Faraj schafft auch Arbeitsplätze. Und dann brauche ich diese 12 Stunden am Tag für Flexibilität, damit ich mittags um 1 auf Toilette gehen kann,
damit ich abends mich noch mit Freunden treffen kann, ins Kino gehen kann. All das, was Sie ohne Behinderung vielleicht auch können. Diese 12 Stunden Assistenz kosten roundabout 10.000 Euro im Monat. Die zahlt das Sozialamt in Form einer Solidargemeinschaft. So wie wir auch Leuten, die gerade arbeitslos sind, im Rahmen der Solidargemeinschaft Arbeitslosengeld bezahlen. Dieser Zustand ist dauerhaft. Jetzt hat man mit dem neuen Teilhabegesetz versucht zu sagen, okay, behinderte Menschen dürfen natürlich auch alleine wohnen, in ihren Wohnungen mit Assistenz, alles kein Problem. Es gibt aber auch noch diese Heimstrukturen, Behindertenheime, der Diakonie, der Caritas, der Lebenshilfe und so weiter und so fort. Und die kosten ja auch Geld, die sind aber billiger. Da kostet dann ein Heimplatz vielleicht nur 7.000 Euro. Und dann sagt der Sachbearbeiter im Sozialamt, wir können Ihnen gerne 7.000 Euro geben im Monat und Sie können entscheiden, ob Sie damit Ihre 12 Stunden Assistenz bezahlen, die normalerweise 10.000 Euro kostet, oder ob Sie ins Heim gehen. Und das nennen Sie dann Wahlfreiheit. Das Wunsch- und Wahlrecht zu bestimmen, wo man wohnen möchte. Aber ist das eine Wahl? Ist das eine Wahl, wenn es bedeutet, dass meine Assistenten 3.000 Euro weniger im Monat bekommen in der Summe? Heißt es nicht, dass dann eigentlich die Qualität darunter leidet? Und was bedeutet es eigentlich, da im Heim zu leben? Das habe ich ausprobiert letztes Jahr. Und ich war undercover in einem Behindertenheim für 5 Tage. Weil wir dachten, okay, das kann man vielleicht eskalieren, kann man ja mal ausprobieren. So, wenn die Regierung behauptet, es ist gleichwertig, dann gucken wir uns das doch mal an, wie das ist. Und ich komme da an, andere Identität, andere Mütze, andere Brille, anderer Rollstuhl, damit man mich nicht erkennt. Hat geklappt, merkwürdigerweise. Aber wir Behinderten kriegst ja eh nicht auseinandergehalten. Und dann war ich in einem leeren Zimmer. Die Tür war immer auf. Privatsphäre würde ich mal in Frage stellen. Wenn ich auf Toilette gegangen bin oder gehen wollte, dann hatte ich keinen Einfluss darauf, mit wem ich auf Toilette gehe. Stellen Sie sich vor, Sie treffen jemanden im Flur und bitten den, dass er Ihnen die Hose runterzieht. Irgendjemand, den Sie nicht kennen. Mit meiner privaten Assistenz habe ich die Wahl. Ich habe sie ja vorher ausgewählt. Die Tür wird offen gelassen auf der Toilette, weil der Pfleger in der Zeit nochmal rausgehen muss, weil er noch jemand anderem was zum Trinken reichen muss. Und die Tür ist offen, während andere im Flur auf und ab laufen, während ich da auf Toilette sitze und ich nicht alleine runterkomme. Die Pfleger ziehen blaue Handschuhe an. Und ich frage mich, warum sind die eigentlich nicht Hautfarben, wenn die schon... Also man fühlt sich die ganze Zeit wie so ein Castor-Behälter. Und das schlimmste Erlebnis, und deswegen erzähle ich das in dieser Intensität, das schlimmste Erlebnis war ein Gespräch, das ich mit einem anderen Bewohner da hatte, der da wohnt, schon seit Jahren. Ich war ja nur 5 Tage da. Und der Bewohner dort, der hatte gerade Urlaub, sogenannten Zwangsurlaub, weil er seinen Resturlaub noch nehmen musste aus der Behindertenwerkstatt. Dann war er also den ganzen Tag im Heim und hat rund um die Uhr RTL 2 geguckt. Also das ist schon schlimm genug. Aber das Schlimme an der Sache war, dass als ich ihn gefragt habe, ey, wollen wir nicht mal rausgehen in die Stadt? Er saß im Elektrorollstuhl, so wie Faraj oder ich, dass er gesagt hat, ich traue mich nicht raus. Und dann habe ich ihn gefragt, warum denn nicht? Und dann hat er gesagt, der war 25 Jahre alt, muss man sich mal vorstellen. Dann hat er zu mir gesagt, weil er Angst hat, mit seinem Elektrorollstuhl umzukippen. Dann habe ich gesagt, okay, wir können ja jemanden vom Personal fragen, von den Pflegern, von den Buffdies, von den Heilerziehungspflegern, die hier rumrennen und Praktikum machen, ob sie uns begleiten. Und dann sagt er, ich traue mich nicht zu fragen. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Und er hat gesagt, weil wir haben ja eh keine Zeit. Die Struktur kommunizierte uns in dem Heim immer, jeder Sonderwunsch ist Arbeit und macht Aufwand und dafür gibt es keine Zeit. Wir haben immer um 11:30 Mittag gegessen, wir sind immer um 8 Uhr abends ins Bett gegangen, weil das besser ist für die Struktur. Die Menschen waren alle über 20.
die hätten das Recht gehabt, sich nachts um 4 mit Erdbeerkiwis zu besaufen. Der Kühlschrank war aber abgeschlossen. Die Tür war immer offen. Man hätte jederzeit rein und rausgehen können, auch nachts, wenn man will. Nur, ob du dann ins Bett kommst, wann du willst, das entscheiden andere. Ob du dann noch was zu essen bekommst, wenn du Hunger hast, das entscheiden andere. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, jetzt bin ich gleich fertig, das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass dieser junge Mann, mit dem ich gesprochen hatte, der Angst hatte, mit seinem Rollstuhl umzukippen, dass der in seinem eigenen Gefängnis gelebt hat. In seinem mentalen Gefängnis. Und dass niemand in dieser Heimstruktur erkannt hat, dass er aktiviert werden muss. Dass er lernen kann, nicht muss, dass er lernen kann, wenn man rausgeht, alleine, man mit dem Rollstuhl nicht so einfach umkippt. Das war das Einzige, was er hätte lernen müssen. Und das hat niemand gesehen und der lebt da seit Jahren. Und der ist glücklich in dem Heim. Der ist glücklich in dem Heim, weil er vorher bei seinen Eltern gewohnt hat. Und der sagt, er will da auch eigentlich gar nicht raus, also in eine eigene Wohnung, das traut er sich nicht zu und so. Aber sein Tellerrand ist ein anderer, als der, den Faraj oder ich haben. Und wenn er einmal die bunte Welt da draußen erleben würde und lernen könnte, dass das mehr geht als das, was er gerade hat, dann würde der garantiert nicht wieder zurück wollen. So wie ich auch garantiert nicht wieder in dieses Heim möchte. Und dieses Wunsch- und Wahlrecht existiert de facto gar nicht. Und das ist letztendlich, je ländlicher die Region, desto schwieriger ist es für behinderte Menschen in dieses, sagen wir mal, aus dem Heim, das Heim zu verhindern. Und das verhindert jede Form von Partizipation. Dann gibt es natürlich den Schwimmkurs und die Rollstuhldisco, die hat dann aber um 21 Uhr Feierabend und es gibt keinen Alkohol, weil das ist ja dann Arbeit, wenn dann man besoffene Behinderte ins Bett bringen will. Ich rede bewusst so Tacheles, weil das verdammte Recht eines jeden Menschen über 18 sich zu besaufen. Und wir müssen das auch zulassen. Und wir dürfen nicht, um Arbeitsvermeidung zu machen, das verbieten. Bis zur Ende der 90er Jahre hat man behinderte Menschen in Heimen kastriert, damit die sich nicht vermehren. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir feiern uns hier, wie inklusiv unsere Gesellschaft ist. Ehrlich gesagt, wir könnten viel, viel weiter sein. Wir könnten viel, viel weiter sein. Und wenn ich so Politiker reden höre, also jetzt nicht die, die hier waren, sondern andere, wenn ich Politiker reden höre, die dann immer sagen, ja, wir müssten ja irgendwo anfangen und die Barrieren in den Köpfen abbauen und so, dann habe ich das Gefühl, wir reden die ganze Zeit so, als ob behinderte Menschen plötzlich aus ihren Erdlöchern aufgetaucht wären und plötzlich irgendwie mitfeiern wollen. So. Dabei gab es uns behinderte Menschen schon immer. Und woher kommt denn eigentlich diese Anmaßung der Nichtbehinderten zu sagen, ja, wir müssen ja irgendwie langsam anfangen und die Barrieren in den Köpfen abbauen? Ich bin seit 10 Jahren in diesem Feld unterwegs und ich höre dieses Argument seit 10 Jahren. Das hast du von mir auch gehört. Und ich komme zum Ende. Ich komme zum Ende und ich würde gerne mal ein paar Argumente sezieren, die hatte ich dir auch in dem Interview gegeben, ein paar Argumente sezieren, die momentan verhindern, warum behinderte Menschen immer noch nicht voll teilhaben und teilgeben können in unserer Gesellschaft. Und danach Vorschläge, wie es klappen könnte. Genau, wenn man das positioniert. Und zwar nehmen wir das Beispiel Schule, das ist ja gerade sexy und droht zu kippen. In vielen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, alles Bundesländer, wo Inklusion angeblich gescheitert ist, wo Lehrer Schulnoten geben für ihre eigene Arbeit, also Selbstbenotung habe ich ja irgendwie, Schüler dürfen sich nicht selbst benoten. Und wir hören ständig die Argumente, auch von Politikern, vor allem namentlich Christian Lindner oder Armin Laschet im Moment, ja, aus den Bundesländern, die sagen, ja, wir müssen bei der Inklusion eine Pause machen. Was?
Ja. Wir müssen bei der Inklusion eine Pause machen, ein Moratorium nennen die das dann, um dann mal so auf den Prüfstand zu stellen, was man denn da jetzt alles machen müsse. Das bedeutet, die fangen danach nie wieder an. Das ist einfach mal die Wahrheit. Man macht Pause und dann werden plötzlich andere Dinge wichtig. Und dann ist es nicht mehr so wichtig und dann denkt man auch schon wieder die Behinderten, wenn die wieder jetzt irgendwie doch mal ins Gymnasium wollen. Und es wird die ganze Zeit damit argumentiert, dass behinderte Menschen in einer Schule die Nichtbehinderten am Lernen behindern. Das ist eine Argumentation. Die zweite Argumentation ist, dass die Menschen mit Behinderung ja gemobbt werden könnten in einer Schule mit Nichtbehinderten. Ganz ehrlich, in meiner Schule, ich war an der Integrationsschule mit Kindern mit und ohne Behinderung, ich schließe nicht aus, dass ich nicht selber gemobbt habe. Und da wurde nicht gemobbt zwischen weiß und nicht weiß oder zwischen behindert und nicht behindert, sondern zwischen Streber und Nicht-Streber, zwischen Veganer und Nicht-Veganer, wenn wir mal ehrlich sind. Und mir ist soweit nicht bekannt, dass in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen Schulen für Veganer eröffnet wurden. Abgesehen davon werden auch an die Sonderschulen und an Förderschulen, wo dann die unbequemen behinderten Menschen abgeschoben werden, gibt es auch Mobbing. Dann wird gesagt, ja, Herr Krauthausen, alles nicht so schlimm. Bei Ihnen, ja, da würde ich ja gar kein Problem am Gymnasium, ist ja völlig klar. Ja, oder bei Herrn Remmo, gar keine Frage, er hat den Doktortitel. Also das wäre bei uns kein Problem gewesen, das verspreche ich Ihnen. Die Probleme sind die mit dem ADHS. Die Probleme sind die mit dem Autismus. Die Probleme sind die sozial, emotional gestärkten Kinder und so weiter und so fort. Das waren an Dorfschulen früher, bei älteren Semestern, war das die stille Lisa. Da war das der Zappel-Philipp. Und plötzlich bekommen diese Menschen eine Diagnose. Und plötzlich bekommen sie den Inklusionsstatus. Und plötzlich sind sie der Grund, warum sie in der Klasse nicht passen. Früher haben wir sie einfach mit dabei gehabt. Und dann sagen die Lehrer, ja, wir müssen immer mehr arbeiten. Das ist jetzt auch noch auf unseren Schultern, dass da lastet. Ja, das ist so. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Das liegt nicht an den Behinderten, sondern das liegt daran, dass seit Jahrzehnten die Schulklassen größer werden. Das liegt daran, dass seit Jahrzehnten in die Substanz der Schulen und der Bildung nicht investiert wird. Das liegt seit Jahrzehnten daran, dass Bildung in diesem verdammten Land Ländersache ist. Und das sind die Themen, die wir adressieren müssen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir aufhören, uns spalten zu lassen zwischen den Menschen mit Behinderung, den Menschen ohne Behinderung, den Eltern von behinderten Kindern, den Eltern ohne behinderten Kindern und den Lehrern, sondern wir müssen zusammen zu der Erkenntnis kommen, dass kleine Klassen mit mehr Pädagogik für alle und vor allem für die Nichtbehinderten von Vorteil ist. Auch nichtbehinderte Menschen, und das ist das Positive, das ich mitgeben möchte, auch nichtbehinderte Menschen haben ein Recht darauf, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuleben. Lassen wir uns einfach den Spieß umdrehen. Lassen wir uns einfach von einem Recht sprechen auf Begegnung. Lassen wir uns von einem Recht sprechen, dass wir einander kennenlernen. Aber Wahlfreiheit, Eltern zu überlassen von behinderten Kindern, ob sie ihr Kind lieber auf eine Förderschule schicken oder ob sie ihr Kind lieber auf eine Regelschule schicken, sollte es nicht geben. Weil dann entscheiden die Eltern immer für das, was der Staat am besten finanziert hat. Und das ist nun mal leider nicht unser Regelschulsystem. Und deswegen bitte ich, kämpfen Sie als Menschen ohne Behinderung für Ihr Recht, auf Menschen wie uns zu treffen. Vielen Dank.
Krauthausen. Dankeschön.